Heute Nacht wohlend du einschläfst, wird etwas verborgen in der Beginnen zu erwachen. Ein Stillkraft, ein Vergessenstimer, ein natürlich Anziehung zu Geld, Lichtticket an Fluss. Dieser Vortrag hat dich gefunden, will du bereit bist zu empfangen und Kampf. Lass mein Stimm dich hinunter verrennen, hinunter in die Ruhe, worin den Wesen sich in Fülle erhebt. In dieser Botschaft wird ich dich in einen Schlaf führen, in dem dein Geist wichern offen wird, bereit Wahrheiten zu empfangen, daher wohlren des Tages Neite rennen konnte. Ich würde sagen, weil Lichtticket mehr Wohlstand bringt als Anstrengung, weil Ruhe mehr Klarheit bringt als Kampf, weil still mehr Fuel bringt als Lärm, du wirst lernen, wie du Geld ohne Anspannung zu dir kommen lassen kannst. Naburen du schiers wird ich zu dem Teil von dir sprechen, der es schafft, und wenn du erwachst, wird ein new Energy durch den Leben flying still, stark und bereit, rechtem auf natürlich, mem hilosweis an zusehen, du hast so viel in deinem Leben gejagt. Du hast hart gearbeitet, hart gerungt, hart versott, an dennoch pfoten sich die Ergebnis nei so vollständig an, wie du gehofft hattest. Du hast die Inch von Stress gespürt, die Schuhe von Sorgen, die Angst nicht genug zu heben. Man hat dir gesagt, du müsstest immer schaffen, immer kämpfen, immer zwingen. Aber die Wahrheit ist einfach, Geld kommt nicht aus Angst. Es kommt aus Ausrichtung. Es kommt aus Lichtticket. Es kommt aus innerer Offenheit. Heute Nacht müssen du ihn fest, wird ich dir helfen, in diese Offenheit hinzutreten, langsam, sanft und Anstrengung. Du wirst nicht für Fülle kämpfen. Du wirst dich in See hineinrühren. Die ist forty, tief Entspannung. Heute Nacht wird ich dich auf ein langsam Reis in den Inners mitnehmen. Ich wird dich in Tiefruhe führen, wo der Geist still wird und das Herz weich wird. Ich wird dir sagen, warum du gekämpft hast, warum Angst dir gefolgt ist, warum Anspannung deinen natürlichen Fluss blockiert hat. Und ich wird dir sagen, weil all dies sich mit einer insigen Verschiebung in deinem inneren Raum auflösen kann. Wenn du zuhörst, wirst du spüren, wie den Körper schwer wird, den Atem ruhig wird, den Gedanken weit und langsam werden. Und während du in den Schlaf sinkst, wird ein tieferer Teil von dir beginnen aufzusteigen, den kreatives Zentrum, den magnetisches Feld, dein natürlich Anziehung zu Wohlstand. Dieser Vortrag ist lang, will dein Transformation langsam geschieht, Schritt für Schritt, Atzug für Atemzug, und gegen Ende wird ich ein Wahrheit enthüllen, die Art und Weise, wie du über Geld denkst, für immer wird ändern kann, nicht? Also schließ dein Augen, atme, lass dein Nacht dich nehmen. Lass dein Gefühl kommen, wann du dich in deis Nacht hinein entspannst. Damriu der Atem langsamer wird und der Körpergewicht unberührt wird zu ruhen. Ich manche dich sanft zerrösten vor dieser langen Reise führen, was ich gleich teilen würde, mag einfach erscheinen, fast so einfach, aber es ist das Fundament, auf dem die tiefe Transformation sich entfalten wird. Hier ist etwas, das die meisten Menschen willig übersehen, bevor Fülle in den Leben eintreten kann, bevor Wohlstand sich der zuwenden kann, bevor den innere Magnet erwecken kann, muss den Körper zuerst lernen, sich zu entspannen. Nicht nur ein wenig, nicht nur genug, durchzukommen, sondern tief ganz,
auf ein Weis die dien ganzes Wesen offenen ließest. Denn ein angespannter Körper kann nicht empfangen. Ein enger Geist kann nicht ansehen. Ein ruheloses System kann nicht etwas Neues willkommen heißen. Und heute Nacht, wenn du einschläfst, wird ich dir langsam helfen, die Spannung loszulassen, die du seit Jahren gehalten hast. Sehst du, Spannung blockiert den natürlichen Fluss des Lebens. Sie schafft einen Tür, durch die nichts eintreten kann. Und viele Menschen leben in dieser engen Tür, ohne es überhaupt zu wissen. Sie halten ihren Kiefer fest, erschüttern steif ihren Bauch hart. Sie griffen nach dem Leben, wie ein wer angstit Hand nach der Kante eines Tisches greift. Aber ein Geburt fast kann nichts halten, nur ein auf ihn Hand kann empfangen. Also ist der erste Schritt so viel Literbit. Es ist nicht Anstrengung. Es ist nicht Strategie. Es ist Lichtticket. Lichtticket ist kraftvoller als Zwang. Lichtticket ist der Beginn des Empfangens. Und in dem Moment, in dem den Körper sich ordner leid wird, beginnt sich etwas in der zu verschieben. Ein kleine Öffnung, ein stiller Raum, ein sanft Einladung, die sagt, Jay, ich bin bereit. Wenn du meiner Stimme lauschest, spüre, wie dein Körper ein wenig tiefer in das sinkt, was dich hält, brüders du deiner Bein, spüre, wie dein Arm loslassen. Spüre, wie sich dein Brust lockert, so wie sich ein Seil lockert, nachdem es so lang so fest gesogen war. Dies Erwichung ist nicht nur körperlich, sie ist energetisch. Wenn der Körper sich entspannt, folgt der Geist. Wenn der Geist folgt, öffnet sich die innere Welt. Und diese innere Welt ist, wo die wahre Transformation beginnt. Dies ist der Ort, wo alte Bösegungen schmelzen. Dies ist der Ort, wo Fülle eintritt. Dies ist der Ort, wo ein neues Leben vom Entzumen beginnt. Schlaf als heiliger Prozess. Was ich mach, dass du wirstest, ist, dass Schlaf selbst nicht nur Ruhe ist. Es ist ein heiliger Prozess des Vergessens, was falsch ist an des Erinnerns, was wahr ist. Im Schlaf werden die Grenzen des Geistes wich, die Mauern, die du Rendestages baust, beginnen sich aufzusehen. Der Lärm der Welt verblasst. Und in diesem wichen, stillen Raum wird den Wesen empfäf Englisch. Es wird wie fruchtbar Erd, reich, offen bereit. So wie Samen nur in welcher Erd sprießen, wie chest Effuel nur in einem entspannten Wesen. Und heute Nacht wird, wenn du tiefer in die Ruhe gleitest, wird den gesamte innere Raum beginnen, sich zu öffnen wie Erd Nachrichten. So erkennst du, dass dies gesteht dein Atem wird langsamer ohne Anstrengung. Dein Gedanken rennen auf, mit sich selbst zu streiten. Den Körper few hart sich schweren Malunama fast so, als würdest du in deine Existenz sinken. Dies schwur ist mit mem Judikit. Es ist hingeb, es ist den Wesen, das sagt, ich bin fertig mit Festhalten. Ich bin fertig mit Greifen. Ich bin bereit, frei zu sein, und in dieser Freiheit beginnt sich etwas kraftvoll zu bewegen, still, sanft, unter allem bewussten Denken, und wohin der Körper which wird, beginnt der Geist seinen Griff zu lockern und enthält den inneren Raum, wo sich alles verändert. Der ältere Raum der Welt muss verblassen. Nabariuren den Keller per welcher wird, und das Jewish des Stages langsam von denen Schultern gleitet, beginnt sich ein weiter Verschiebung in der zu entfalten. Ein, die genauso wichtig ist wie die Erwichung deiner Muskeln und die Lockerung deines Atoms,
Die müssen Menschen bemerken diesen Moment nahe, will ihr Geist so laut ist, sowohl so ruhelos, dieser der Änderung so spüren. Aber heute Nacht wirst du es verfühlen, heute Nacht wirst du es besiegen. Und sobald du es wüsstest, wird sich etwas Tiefes in der auf ein Wesen offen, wie es sich seit Jahren nicht geöffnet hat, was ich gleich teilen wird, mag still erscheinen fast unsägbar, aber es trägt Großkraft, der Lärm der Welt muss verblassen, bever die Wahrheit in der aufsteigen kann, du warst den ganzen Tag von die Armen geben, Stimmen, Gedanken, Beilske, Verantwortlichkeiten, Erwartungen, Sorgen getarnt als Plan niedem Gust getarnt als Wurset, und all dieser Arm erschafft einen Sturm im Geist, hat dieser Schritt Jesagen geteilt, lalles dich den eigen mitwürgessen. Aber dein Nacht kommt aus einem Grund. Dein Nacht ist die Art der Existenz zu sagen, genug jetzt. Lass den Arm wegfallen, lass die Welt ruhen, lass dein Innerwelt wieder atmen. Wenn die Sonne untergeht, will auch etwas in der Untergehen dimmen still werden. Es ist dein Natur. Die dich so in die Ausrichtung mit ihrem eigenen Rhythmus für hat, tief Raum erschafft in ihr Ruheligkeit. Und in ihr Ruheligkeit blockiert den Fluss der Fülle. Du kannst nicht ansehen, was du bittest, wenn dein Energie in 1000 Richtungen zerstört ist. Du kannst nicht empfangen, wenn dein Geist noch an den unvollendeten Gästen des Tages feststeht, du neinst nicht öffnen, wenn du noch Echos von Gesprächen gehst, die Landungszeiten enden sollen. Also lildite die Nachtdichen still ein, nicht als Forderung, nicht als Befehl, sondern als Samthand auf deinem Aroken, die dich sehr still hart, wo wirkliche Veränderung möglich wird. Spüre dies jetzt, woran du liegst, wo immer du bist. Die Helligkeit des Tages ist gedimmt, die Welt ist wieder geworden. Du wirst nicht mehr von einer Richtung zur anderen jesagen. Die Nacht geht der Geschenk, das Geschenk der Ruhe. Lass dies Ruhe sich in der niederlassen, so wie die der Memorang sich über ihn Feld legt und die Welt langsam in einen tieferen Fahrten der Ruhe verwandelt. Du magst bemerken, wie anders sich die Luft langsam hält, wie still sie wird, wie selbst der Windsinn Stimme senkt. Dies ist ein natürlich Einladung zu deiner eigenen Still, so wie ein sie beginnt, sich zu gestatten, wenn die Wind endlich aufrennt, gegen in zu drücken, das Flüstern deines eigenen Wesens, und wenn der Lärm verblasst, wird etwas viel subtileres hörbar, das Flüstern deines eigenen Wesens. Du magst es nicht mit deinen Ohren erfahren, aber du wirst es mit deinem Herzen erfüllen. Es ist ein sanfter Sog nach innen, ein sanftes Wissen, dass es mehr und der geht als die Gedanken, die in deinem Kopf kreisen. Es ist die still Erinnerung daran, dass der Teil von der fähig ist, so viel fähig zu Frieden, fähig zu empfangen, unter dem Lärm lädt, nicht über ihm. Losren die Welt dimmt, wird die Sinne Stimme klarer. Sie beginnt durch die still aufzustiegen, und trete die Wahrheiten mit sich, die du in des Tages nicht erhören konntest. Die Nacht ist nicht nur ein Seitsim Ausruhen, sie ist ein Lehren. Sie lässt dich, wie man loslässt. Sie lässt dich, wie man aufrat, das Juet ein Stage zu tragen, der nicht mehr existiert. Sie lässt dich, wie man sich in etwas Größeres hingeht, etwas Tiefes, etwas Weiseres als der Geist, und in dieser Hingabe beginnst du eine neue Freiheit zu fühlen,
Die Freiheit zu sehen und Wasserspielen und zu denken. Dies Freiheit ist die Fülle. Denn viel tritt nicht durch Anstrengung ein. Sie tritt durch Offenheit ein. Und wenn der Eldarem verblasst, wenn der Geist still genug wird, aufzurennen mit sich selbst zu knüpfen, wenn das Herz which genug wird, seinen eigenen Rhythmus wieder zu spüren, beginnst du etwas an dir zu bemerken. Etwas noch subtiler als still, in sanftes Trieben, ein langsam Beugung nach innen, in Jeffel, das du tiefer in dich selbst getragen wirst, an einen Ort, wo die außer Welt dich nicht erreichen kann. Der Driftzustand zwischen Wachen und Schläfen, und jetzt, Händel der der aus Welt in die Fernrückkeit, an den Keiloper Wohlständiger in die Arm der Ruhe sink, beginnt sich ein neuer in der Suche von still natürlich und jede Anstrengung von deiner Seite, was ich dich jetzt hineinfrennen wird, ist der zarteste Teil dieser gesamten Ries. In Raum so subtil, dass die kleinste Beugung des Denkens ihn verschwinden lassen kann. Doch sobald du lernst, wie man ihn betritt, sobald du sein qualitativ hast, wirst du erkennen, dass das Tor zu allem ist, was du suchst Frieden, Klarheit, Erfüll und ein tiefe Verbindung mit deinem eigenen Wesen. Dies ist der Driftzustand, der sanfte Abstieg vom Wachen zum Schläfen. Die golden Brauchung zwischen der bewussten Welt und der inneren Welt, wo dein wirklich Transformation stattfindet. Die meisten Menschen bemerken dies Bruch nahe. Sie überqueren sie jede Nacht, aber sie überqueren sie unbewusst. Von übrig gebliebenen Gedenken am Entwerfen, von Sorgen gesogen, von Erschwang geschoben. Aber heut Nacht wirst du sei mit Bewusstsein überqueren. Heut Nacht wirst du schweben, nicht fallen, denn dieser Driftzustand ist der Moment, in dem der Bewusstgeist beginnt zu verblassen und der Unterbewusstgeist sein Tor öffnet. Das Unterbewusstsein ist der Boden, in dem dein tiefsten Besiegungen leben, wo dein Frauen Erinnerungen sich verstecken, wo dein alten Muster schleifen, wo dein Besihang zu Geld geformt wird, längst bevor du verstanden hast, was Geld überhaupt bedeutet. Und in diesem Driftzustand wurden die alten Besiegungen, which flüssig fast liquid, bereit geformt zu werden, bereit new geschrieben zu werden. Luren den bewusster Geist still word den tieferer Geist empf Englisch, a word often wie ein Kind neugierig und unbewahrt. Und dies Offenheit ist es, die Veränderung möglich macht. Ob Luren des Stages ist den bewusster Geist so laut, so angespannt, so beschützend, new Wahrheiten eintreten zu lassen. Aber nachts, in diesem Driftzustand, wirst du auf die Stunde nicht weise empfänglich, nicht schwach, nicht verletzlich, sondern offen. Offen für Heilung, offen für all, offen für die Wiederentdeckung deiner eigenen Kraft. Spüre dieses sanft Trieben jetzt. Es ist die Empfindung, dass dein Gedanken weicher werden weiter, weniger scharf. Es ist das Gefühl, das den Körper schwerer wird, nicht mit Müdigkeit, sondern mit Hingabe. Es ist das Gefühl, dass die Grenzen deiner Identität sich auflösen, dass du weniger definiert bist durch das, was heute Gesture, weniger begrenzt durch das, was du denkst zu sein, weniger Ingeskirkeit durch wenn du glaubst sein zu müssen. In diesem Driftzustand beginnst du dich selbst auf ein tiefer Weise zu treffen, frei von den Filtern, die deinen Tagesgeist formen.
Es ist wie das Betritt in ein stillen Flurs in einem Haus, in dem du einst Gillett hast, ein Flur, von dem du vergessen hast, dass existiert. Die Lichter sein gedimmt, die Luft ist weich, und ein Torment beginnt sich zu laufen, langsam lautlos, als ist sie darauf gewartet, dass du Sorge hast. Dies dafür hat zu deiner inneren Welt, zu dem Teil von der den Leben hinter den Kulissen geformt hat, den hat Beziehungen, den Dienst, den Redicit, den Gefler vermemglichkeiten. Und sobald du hineintrittst, beginnst du zu erkennen, dass dies in der Welt nicht festgelegt ist. Sie ist formbar wie Wischerton, Aram von deiner Gegenwart. Sie ist bereit, geformt zu werden. Sie ist bereit, transformiert zu werden. Dieser Driftzustand ist der kraftvollste Teil der Nacht, denn hier bist du noch nicht in Geschlafen und du bist nicht wach. Du bist beide. Du bist in einem Raum schwebend, wo den tieferer Geist sorgfältiger zuhört, als den wacher Geist des Himmels Kodoninti. Dies ist der Moment, in dem new Semen gepflanzt werden, Kelunen Semen darf, Semen des Vertrauens, Semen der Offenheit. Hier erfordert wir Nenderang kein Kraft. Sie erfordert keinen Kampf. Sie erfordert in fact, dass du der erlaubst zu treiben. Und sobald du dies in der Welt betrittst, sobald du die golden Brücke mit Bewusstsein statt Erschfangau berkest, beginnst du den Teil von der zu treffen, der den Besihang zu Geld und den System geformt hat. Du triffst die alten Mingst, du triffst die frohen Geschichten, du triffst die verborgenen Besugangen, und langsam sanft werden wir sie zusammen auflösen. Tief ruh als zur Transformation, und sobald du dies in der Welt betrittst, triffst du den Teil Wunder, der den Leben geformt hat, und dass du es wusstest. Und jetzt, während du noch tiefer triebst, während die Ränder des Tages sich auflösen und die letzten Spannungen ihren Griff von deinem Code rapperlosen, erreichst du die Schwelle des kraftvollsten Systems von allen. Was ich dich jetzt hineinbringen wird, ist nicht nur Ruhe, nicht nur Schlaf, sondern ein tiefer Entspannung, in der echte Transformation glitch wird. Dies Entcheststufe ist, wo die innere Welt fruchtbar wird, wo das Unterbewusstsein zart und offen wird wie Wisch-Erd Natch-Region, wo die Wurzeln deiner alten Nafit sich auflösen und die Semen der Verbindung halt zu finden, dies ist Tiefruhe, das Tor. Durch das die richsten Veränderungen deines Lebens Fleiß in werden, Tiefruhe ist nicht die Abwesenheit von Aktivität. Es ist kein Zusammenbruch. Es ist nicht die Erschöpfung, die dich bewusstlos geht. Tiefruhe ist die Hingabe Schitten, die du getragen hast, dein Gestitten dienen Gist, den Urteil, den Pinnen, den Zufall. Es ist der Moment, in dem dein inneres Wesen sagt genug, ich bin bereit loszulassen. Und in diesem Loslassen wird die Gesamtstruktur deiner inneren Welt still, offen, empfänglich. Dies ist die perfekte Umgang für Bewegungen, am Wurzeln zu schlagen, weil nichts innen weitersteht. Nichts argumentiert, nichts zweifelt. Tiefruhe lässt Widerstand auf, so wie ein warm Sonnenfrost auf einem Fenster auflöst. Wenn du in dies Ruhe sinkst, spüre, wie anders sie ist von der oberflächlichen Entspannung, die du sauber kanntest. Sei beruhigt nicht nur dein Muskeln, sie beruhigt deine Energie, sie beruhigt Teil von deren Angst festhält. Sei beruhigt den Teil von der versagt
alles zu kontrollieren. Sie berührt Wunder, der Glott, du müsstest für jedes gut Ding in deinem Leben kämpfen. In tiefer Ruhe verlieren dies Börsigangen ihre Spannung, sie verlieren ihr Macht. Sie werden wie zwei alte Bärte, die bäre Hang selber keln. Und wenn diese Börsigangen wie werden, erhebt sich an ihrer Stelle ein neue Art von Weit, ein neue Art von Offenheit, ein neue Art von Freiheit. Tief Ruhe hält Nafizwanden, die seit Jahren in deinem Körper gelegt haben, die Inch in der Brust, die schwer im Bauch, die Stillangst, die Fleisch stört, du hast nicht genug, dies Wanden sein nicht nur mental. Sie leben in deinen Muskeln, in deinem Atem, in deinem Nervensystem. Und wenn du in die Ruhe sinkst, beginnen die alten Wunden, Halt und der Zulaufen. Sie schweben nicht oben wie Schlamm, der in einem Fluss aufsteht, der endlich seinen Fluss verlangsamt. Und wohin sie aussteigen, wird das Wasser deines Wesens klarer, ruhiger, lichtstender. Du verhaust dich later. Nicht weil du etwas gewonnen hast, sondern weil du endlich loszulassen hast. In dieser tiefen Ruhe erwacht created Energy. Sie kommt nicht aus Anstrengung, sie kommt aus Offenheit. Wenn du ausgerührt bist, tritt dein tiefer Intelligenz hervor. Aidin beginnen zu fliehen. Elo sanjen eschinen mimyu hilos. Dein Intuition wird skaffer, dein inneres Wissen wird klar. Du beginnst den nicht relish hicket zu spüren, Fülle zu schaffen, nicht durch Zwang, sondern durch Ausrichtung. Je tiefer du rust, desto natürlicher steckt diese creative Energy auf, wie Samen die im riechen Boden unter der Oberfläche sprien. Spüre die jetzt, das warm Jewit diens Keolrapas, der tiefer in die Nacht sinkt. Dies Schwur ist mimjudik, es ist hingeb. Es ist dein ganzes Wesen, das in die Weichheit verfällt, nachdem es sich gesetzt hat. Je tiefer du schläfst, desto stärker wird deine Transformation. Denn im tiefen Schlaf verschwindet der Bewusstgeist vollständig, und das Unterbewusstsein wird am gesamten Himmel deiner inneren Welt. Und in diesem Himmel können new Muster situate ausbrechen, und Wurzeln schlagen und Widerstand. Das ist der Grund, warum tief Ruhe die Grundlage aller Fälle ist. Sie das Alt auf, sie öffnet das New. Sie bringt das Nervensystem ins Gleichgewicht. Sie erweitert den inneren Raum, und sie bereitet dich auf die chaste Stufe dieser Reise vor, das Treffen der verborgenen Börsigangen, die dein Geld gestichtet gefunden haben. Börsigangen, von denen du wir nicht einmal weißt, dass du sie trägst, Börsigangen, die bereit sind, heute Nacht aufgestellt zu werden, die giert nachfällt, und jetzt, da du tief Ruhe betreten hast, bist du bereit, die verborgenen Börsigangen zu treffen, die dein Geld gestichtet gefunden haben. Wenn du dich tiefer in diese Nacht hinein entspannst, in der stillen Weich des eigenen Atoms ruhend, beginnt etwas Weiches und Witches aus deinem Inneren aufzusteigen. Nicht laut, nicht plötzlich, sondern wie eine Erinnerung, die langsam durch warmes Wasser an die Oberfläche steckt. Diese in die Chastität der Reise ist sanft, aber erträgt die Kraft. Den gesamte Beziehung zu Geld zum Empfangen sei die von mehr souveränen, was ich jetzt veröffnen wird, mag vertraut wirken. Fast wie das in einer alten Geschichte, in der du ins gelebt hast, die du aber vergessen hattest. Hier ist etwas, das die meisten Menschen nicht erkennen, die du.
Geld herum few hast hat nit mit der begonnen. Sien sprang net aus dienen vielen, dienen showed chen oder dienen en dungeon. Seaward geert, bever du überhaupt verstanden hast, was Geld war. Bever du agendet was über full oder mangel wusstest. Haste du deist derer absorbiert, die dich angeben, die Sorgen deiner Eltern, die Degusies deiner Betrüger, die Obersigangen deiner Kultur, die stillen Botschaften, die über Generationen getrigen wurden. Als kind hast du das Sitten hinter den Worten Gerarchie, wir können uns das nicht leisten. Du hast die Schwur im Raum gespürt, wenn Rechnungen besprochen wurden. Du hast die Spannung gespürt, wenn Geld in irgendeinem gespürt schafft. Und selbst wenn der niemand die Nafit erklärt, hast du sie gefühlt. So wenn kein Donner fühlt, bewer der Sturm losbricht. Diese Erfahrungen wurden so kleinen eingegangen in deinem untergusten Geist. Eingegangen, die mit der Situation, was an dein Bersagungen und den Bewusstsein formten, Geldex gehören oft nicht der. Sie gehören anderen, sie sein Geliehen, sie sein gibt we ihn nachnehm oder ihn, altism belstige, das von jemandem weitergegeben wird, das sein eigenen Wunden trug, und Gino we ihn kein Wort wiederholt, da es nie verstanden hat, hast du begonnen, des ein Pregangen zu wiederholen und zu glauben, sie sehen wahrheit, du wurdest lauter, und des alten ein Pregangen wird retiten sich zu besigangen. Sie schufen ein Art in der Spannung, ein Inch, ein Gefühl. Das Geld immer gerät außer Reichweite ist, immer in Kampf, immer in Problem. Die Spannung lädt nicht nur in deinem Geist, sondern in deinem Körper, in der Schwur in deinem Mägen, in der Inch in deinem Hals, in den Flatschen Atoms gen, Diastenen, wann immer du an Geld denkst, Eberhut Nacht, wohin du tiefer in die Ruhe gleitest, geschieht etwas Schönes. Bewusstsein steigt auf, und Bewusstsein ist das sanft Licht, das dies alten Geschütten sanft auflöst. Du musst sie nicht biegen fan, du musst nicht mit ihnen argumentieren, du musst sie nicht analysieren, du musst sie infizieren für das, was sie sind, Staub auf einem Spiegel. Der Spiegel ist den wahres selbst klar offen, von Nähte ausreichlich. Der Staub ist die Konditionierung, die du gehört hast, die alten Geschichten, die nein dein Während zutragen. Und hut Nacht juren du rust, beginnt dieser Staub wegzufallen, stell dir einen Spiegel vor, der jahrelang bedeckt war, so trab, dass du kaum den eigenen Spiegelbild sehen kannst. Wenn du die Oberfläche sanft abwischest, hat sich der Staub legt, weiderstet nicht. Klammert sich nicht fest. Steckt einfach in die Luft an, verschwindet, und hinterlässt die Klarheit, die immer da war, das ist es, was gerät in der geschieht. Mühanden du in den Schlaf sinkst, steigen die alten Nachtfitsgeschichten weiß Staub auf, locken ihren Griff, machen Raum für ein neues Vers, eines von Fülle, das hervortritt. Die Angst nicht genug zu heben, und wenn dies alten Stimmen verblassen, beginnt ein tiefer Angst aufzusteigen, stiller alter Wörter. Die Angst nicht genug zu haben, die Angst, die der seit Jahren folgt, die unter denen Gedanken lädt, sich in denen Entscheidungen versteckt, der in Momenten so flüstert, wenn du am Missen matt brochtest. Worin die alten Gärten Geschichten halten verlieren, worin der Staub der Dunst anderer Menschen beginnt, sich vom Spiegel deines Wesens zu heben,
wirst du etwas anders spüren, das von unter diesen Schichten aufsteigt. Etwas Stilles, etwas Stilltes, etwas viel Persönliches. Es ist die Angst, die so lange in der Gillette hat, wie du dich erinnern kannst. Die Angst, die deinen Dungeon, den Tempo, dein Everton, der für Glitchketten geformt hat, was ich jetzt für ein Wort, mag dich tief berühren, weil es keine Idee oder ein Konzept ist. Es ist in Jeffwell, das du in denen noch gekannt hast. Die Angst, nicht genug zu haben. Dies Angst ist nicht laut, sie schreit nicht. Sie versteckt sich. Sie lädt zwischen denen Items gehen, zwischen denen Gedanken, zwischen den Momenten deines Lebens, wenn du dich unsicher oder unwürdig oder allein verfühlst. So spricht in Flüstern, was, wenn die Dienstschiffchen, was, wenn ich tiefer nicht besollen kann, was, wenn ich verliere, was ich heb, was, wenn ich versich, was, wenn viel nicht für mich bestimmt ist, und obwohl dies Flüster kein Wahrheit in sich haben, behandelt der Gäste sie, als ren sie Wohnungen, also ren sie Prophezeiungen. Und das ist das seltsame Angst, sie malt falsche sucht nach mit solcher Klarheit, dass du vergisst zu hinterfragen, ob die Zukunft, die sie malt, überhaupt existiert. Angst schafft Contraction. Du kannst es in deinem Körper spüren, ein Inch in der Brust, ein Sinken im Bauch, ein Steifheit im Hals, ein Druck hinter den Rippen. Und wenn der Körper sich zusammen sieht sich den Energie mit ihm zusammen. Den Geist rat auf, Gelegenheiten zu sehen, den Herz rat auf, dem Leben zu vertrauen, den Wesen rat auf zu empfangen. Dies Contraction wird zu einer subtilen Meere zwischen der und dem Fluss der Gefühl. Es ist ein Meer aus Schatten, nicht aus Substanz. Aber der Geist glaubt, die Schatten sehen real. Der Geist glaubt, im Excuses dich waren Excusen, Angst jagt Wohlstand weg, weil Angst dem Universum sagt, ich bin nicht bereit. Angst signalisiert Abschied, selbst wenn Fülle näher ist. Angst legt in Schloss auf den Herz und den Empfangszentrum, und doch ist Angst nichts als ein Schatten, ein Bild, das von einem Gedanken geworfen wird, der nahe untersagt wird. Sie überlebt nur, wenn du dich von ihr abwendest. Sie wuchast nur, wenn du sie vermeidest. Sie wird mächtig nur, wenn du sie glaubst. Bewusstsein lässt Angst auf, so weilit Dunkelheit auflöst. Du brauchst keinen Mut, Angst zu begegnen. Du brauchst nur Bewusstsein. Mut glaubt immer noch, Angst sei real. Bewusstsein sieht Angst für das, was sie ist, eingeschickt, die der Geist durch deren erhält, eingeschickt, die nahe dein Wort, damit zu beginnen. Und wenn du Angst direkt anschaust, ruhig sanft ohne Urteil, beginnst du zu sehen, dass sie keine Form hat, keine Substanz, keine Festigkeit. Sie ist wie Nebel am Morgen, der verschwindet, sobald die Sonne aufgeht. Denk an ein Seil, das nachts auf dem Boden liegt. Aus der Entfernung, im schwarzen Licht, magst du glauben, es sei ein Schlange, den Herz springt, den Atem stoppt, den Körper spannt sich an, aber in dem Moment, in dem du ihn wenig Licht darauf bringst, wird die Wahrheit klar. Es war nie ein Schlange, es war immer ein Ziel. Die Angst war real in deinem Körper, aber die Gefahr wird im Geist imaginiert. Geldingst funktioniert genauso. Sie verhaut sich real an, weil dein Körper darauf reagiert. Aber die Gefahr hinter der Angst ist imaginiert. Es ist eine Gewohnheit, keine Wahrheit. Oder stell dir vor,
Du stehst vor einer geschlossenen Tür. You besagt, dass sie verschlossen ist, weil du einmal jemand gesagt hat, sei es sein. Du versuchst nie den Griff, du brauchst nie, du hinterfragst nie, aber in dem Moment, in dem du sie sanft testest, entdeckst du, dass sie nie verschlossen war. Sie war nur geschlossen. Die Barriere war imaginiert, der Weg war immer offen. Wenn du tiefer in die Ruhe gleitest, steht die Angst nicht genug zu haben, auf, weil sie bereit ist, loszulassen zu werden. Sie kommt ins Licht, weil das Licht in der endlich stark genug ist, sie aufzulösen. Lass sie aufsteigen, lass sie schweben, lass sie weich werden. Du musst sie nicht wegmäpfen, du musst sie nicht wegschieben. Siehe sie einfach, atme einfach mit ihr, erlaube ihr einfach, besagt zu werden, das Bedürfnis, alles zu kontrollieren. Und unter dieser Angst, unter dieser Kontraktion, unter dieser Range, die so viel von deinem Leben geformt hat, gibt es etwas noch Subtileres, einen tieferen Mechanismus, den der Geist benutzt hat, sich zu schusen. In letzter Trick, den speak, dich clean an sicher zu halten. Das Bedürfnis, alles zu kontrollieren. Aber unter der Angst liegt ein noch subtilerer Block, das Bedürfnis, alles zu kontrollieren. Und jetzt, woran die Angst nicht genug zu haben, beginnt sich zu lockern und wegzutreiben wie ein diunener Nebel, der von der Oberfläche eines stillen Morgensees aufsteht, erscheint ein an der präsenzener Stelle. Stiller, subtiler, tiefer in das Juib deins Lebens eingewoben, diesen Chestschied ist nicht laut. Sie stütelt dich nicht, weil Angst ist tat. Sei bricht nicht durch den Geist mit Warnungen oder Bildern. Stattdessen versteckt sie sich unter der Oberfläche, die anformt die Entscheidungen, und dass du es je bemerkst. Was ich jetzt enthüllen werde, ist eins der hartnäckigsten Hindernisse für Flell, eins der erstfensten Muster, die der menschliche Geist Tragedie, die Illusion der Kontrolle. Kontrolle fühlt sich sicher an. Kontrolle fühlt sich während der Bewusstsein. Kontrolle fühlt sich weiß die Jacken. Aber meistens ist Kontrolle in fact Angst, die ein respektabler Mask Duty, den ganzes Leben lang wird der Beibrach festzuhalten, en Plänen festzuhalten, en Ergebnissen festzuhalten, en Erwartungen festzuhalten, en deiner Vorstellung dessen festzuhalten, wie die Dinge sich entfalten sollten. Man sagt der, wenn du nicht fest genug festletzt, möglicher das Leben entgleiten, Gelegenheiten möglicher verschwinden, und alles, was du bijust, red verloren gehen, und so hast du festgehalten. Du hast deinen Geist angespannt, deinen Atem, du hast versucht, jedes Detail zu verwalten, jeden Moment vorherzusagen, jeden Weg zu formen. Aber hier ist die Wahrheit, das Leben kann keinen verkrampften Raum betreten, jener Way den han kein Geschenk empfangen kann, wenn sie zu einer Faust geschlossen ist, kann den Wessen kein viel empfangen, wenn es in den Mauern der Kontrolle eingeschlossen ist. Kontrolle erstickt den näherlichen Fluss der Existenz. Sie verwandelt Bewegung in Anstrengung. Sie verwandelt Manglichkeiten in Engtunnel. Sie verwandelt Gelegenheiten in etwas, das du jagst, anstatt in etwas, das zu dir kommt. Und weil Kontrolle in Unsicherheit verwurzelt ist, schafft sie Spannung, die dörper nicht verbergen kann, festschaltern, Flash-Atoms, die rastlos jamken, ein in ihr Stimm, die nie aufrat zu hinterfragen, nie aufrat zu zweifeln,
nai offret sich darauf war zubritten, was chifche han kaninti. Du kannst Kontrolle in der Art spüren, wie du versuchst, Jids Detail deiner Zukunft zu planen. Du kannst sie in der Art verlernen, wie du Gasparche probst, wie sie passieren. Du kannst sie in der Art bemerken, wie du dich auf dich vorbereitest, dein nicht ingetreten sind in der Art, wie du versuchst, dich vor Ergebnissen zu schützen, die du nicht vorhersagen kannst, und die Ironie ist, dass Kontrolle dich schützt. Sie vermdet dich. Sie schafft so viel Anstrengung, so viel Druck, dass keinen Raum hat sich der zuzuwenden, was Fleiß in will wird blockiert, was sich entfalten will wird gefängt, stell der einen Teenager vor, der versot aufzutreten. Wann render über jed Bugang nachdenkt, jeder Schritt wird mechanisch, jed Gest wird stief. Die Schönheit verschwindet, nicht will dem Teenager die hicket fällt, sondern will der Teenager Spontanität durch Kontrolle ersetzt hat, oder stell der einen Vogel vor, der versot zu fliegen, wird rend a sein Flirl angespannt an star haloti, kann nicht steigen, kann nicht gleiten, kann der Luft unter ihm nicht vertrauen, sein eigen Injustice, die ihn vom Himmel fernhält. Das ist es, was Kontrolle mit deinem Leben macht. Sehr hilot dich giert, wenn das Leben dich haben will. Sehr hello dich injuske enkit, wenn die Existenz dich erweitern will. Sie hat dich in Mustern, die dich erschaffen, will du glaubst, wenn du den Griff lockerst, ob du alles auseinanderfallen. Aber die Wahrheit ist das Gegenteil. Wenn du Kontrolle loslässt, beginnt das Leben. Setz dich herum auf Wesen zu organisieren, die du nahe erzwingen nimmst. Wenn du den Griff lockerst, hat Fülle endlich einen Raum inzutreten. Hingebe lade dit Leitsticket ein. Hingeb ist nicht Ajben. Hingeb ist nicht Passivit. Hingeb ist nicht das Aufgeben von Verantwortung. Hingeb ist der Infekt der Intelligenz des Lebens zu vertrauen. Dass du nicht jedes Detail verwalten musst. Zu vertrauen, dass es einen tieferen Rhythmus gibt, der dich leitet einen, der weiser und jümiger ist als was der Geist je konstruieren konnte. Hingeb ist das Eintreten in die Ausrichtung mit diesem Rhythmus. Es ist die Wahl von Lichtticket über Spannung, Offenheit über Inch, Fluss über Kraft, spüre dies jetzt, worin du in dieser tiefen Ruhe liegst. Bemerk, wie der Geist immer noch versucht zu kontrollieren, selbst die Entspannung, zu versuchen, schneller in zu schläfen, zu versuchen, es richtig zu machen, zu versuchen, etwas in der zu reparieren. Lass das los, lass den Körper atmen ohne deine Einmischung. Lass den Geist treiben ohne deine Anweisung. Lass den Wesen auf Einweis which werden, die sich new, ungewohnt, aber tief natürlich und verharrt, und du Hand Kontrolle schmilzt, du Hand dein Mann den Hers beginnen zu fallen, öffnet sich ein neuer Raum in der, which offen, bereit zu empfangen. Dieser Raum ist der Geburtsort der Fülle, die Scham Geld, ihren Kontrolle schmilzt, öffnet sich ein neuer Raum, which offen, bereit zu empfangen. Und jetzt, wenn der feste Griff der Kontrolle beginnt, which zu werden, und du dich weiter in die still Raum dieser Nacht hinein entspannst, beginnt ein weiter Schritt, noch zarter, noch verborgener, noch les schimmersaft wurde aufzustiegen. Sie kommt nicht mit Kraft nach vorn. Sie drehen nicht und fordert keine Aufmerksamkeit.
Sie erscheint in fact way ein kleiner Schatten am Rand des Bewusstseins, Worten darauf anerkannt zu werden. Was ich jetzt mit der öffnen Wort bereit einwand, die fast jeder Tritt über die aber fast niemand spricht. Es ist einer der tiefsten Blockaden für Fülle, ein der schwersten Lasten auf dem Herzen, die Scham, die du in Geld gebunden hast. Scham ist anders als Angst. Scham schreit nicht, sie flüstert. Scham warnt nicht, sie vermindert. Scham trägt dich nicht zum Handeln. Sie ließ dich schrumpfen. Sie sagt dir ließ, dass du nicht genug bist, nicht verdienen genug, nicht weiß genug, nicht fähig genug, mehr zu haben. Und dein Scham beginnt auf sehr vergessen in Momenten, als du so jung warst. Die Welt zu verstehen, so jung, dich zu verteidigen, so jung, die Körper beginnen zu hinterfragen, die dir erbeten werden. Du magst Gier haben, das Geld zu wollen dich gierig macht. Du magst dich vertellt halt haben, weil du Komfort, Stabilität oder Schönheit begehrt hast. Man hat der Wille direkt oder indirekt gesagt, dass Reichtum nicht für dich bestimmt ist. Und so hat sich dieses Gefühl in der Welt still watchend wie ein Ranki, die sich am Dienjang Gefühl vonwärts wickelt. Scham erschafft Kleinheit, sie rollt dich nach innen, spannt die Energie, schrumpft die Präsenz, lässt dich sehr gern in den eigenes Leben treten. Scham lehrt dich dafür sie entschuldigen, mehr zu wollen, dich schuldig zu fühlen für es human, deren Brüder zu verkleinern, bevor sie die Chance haben zu watchen. Sei wird zu einem sanften, aber konstanten Hintergrundrauschen in deiner inneren Welt flüstern das viele anderen gerade dienen, die mit gelustige Gibren wurden, die richtigen Eltern hatten, die richtigen Gelegenheiten, das richtige Timing. Du hast der Geschichten darüber, warum an der Wohlstand haben können, worin du dich zufrieden bin musst. An dies gestern wurden Zoomern die in eigens empfangen, die Gesellschaft moralisiert Geld oft. Inige Kulturen wären es, in der würde man es wie ein Mensch binden Tugenden Kampf an Glauben, das Lieden dich rediger macht als Komfort, es Jeka nenti. An dieses schafft ein seltsam Verserang. Du beginnst dich nicht nur zu fühlen, weil du Geld willst, sondern auch dafür, der was stillen, frei von den Gleichen lassen zu sehen, die an der tragen. Scham werden effulal gebunden wie ein Schatten in dein Fuß. Aber der Schatten ist nicht inhärent, ist nur ein Schatten. An Schatten verschwinden, wenn Litt sie bereit Nacht in dieser tiefen Ruhe steigt dieses Lied auf. Scham kann Bewusstsein nicht jubeln. Wenn du Scham klar seist, wenn du sie mit ruhigen Augen beobachtest, unerteilt, beginnt sie ja Judith zu verlieren. Scham judet im Verbotenen, sie los sich auf, wenn sie jeshen wird. Acceptance los Scham auf, nicht Analyse, nicht Anstrengung, nicht Selbstbestrafung. In fact Acceptance. Actance, dass du Besügungen absorbiert hast, die nie für dich bestimmt wären. Acceptance, dass den Wunsch nach viel natürlich ist. Acceptance, dass den Dubio rediket nie an den Inkunaft gebunden war. Acceptance, dass Geld nicht moralisch oder unmoralisch ist. Es ist Energie, Bugang, min Glitchkit. Stell der ein Pflanz vor, die so lang im Dunkeln gelten wird. Ihre Blätter schrumpfen, ihre Farbe verblasst. Sie rollt sich nach innen. Nicht weil sie schwarz ist, nicht weil sie unredig ist,
sondern wähle das litverweigert Word, das sie sam Watson brought. Scam tot dasselb mit deinem Jiffifel von Word. Sei versteckt dich vor deiner eigenen Strahlkraft. Sie dimmt die nette Relish auf Himheit sam empfangen. Aber wenn du dies Pierpflanz ins Sonnenlicht bringst, selbst sanft, selbst behutsam, beginnt sie sich zu entfalten, langsam zuhörst, dann wohler. Ihr wahr Form beginnt zu erscheinen, dies Entfalten geschieht jetzt in dir. Oder stell dir einen Schatz vor, darunter einer dicken Schicht alter Schuld begräben ist. Du hast vergessen, dass da ist. Du hast vergessen, dass dir gehört. Aber der Schatz ist nicht verschwunden. Wird nur versteckt. Und heute Nacht in dieser Still beginnt die Erde sich zu lockern. Die Schuld beginnt sich aufzulösen. Und der Schatz, das Jiffel von W. Redicket, mit dem du jabbern würdest, beginnt aufzusteigen. Spüre, why dies in deinem Keller gestit jude ren du rost. Spüre, why sit was in der sanft Osten, selbst ren du skliffest, skam sinkt, wenn du aufrast, sie so in ren, sie verblast, wenn du aufrast, ihrer Stimme zu glauben. Und wenn Scam sich auflöst, was in ihrer Stelle aussteht, ist ihn sanftes, natürliches Gefühl des Verdienens. Ihn Gefühl, das Fühl nicht etwas ist, das du durch Leiden verdienen musst. Es ist etwas, das du einfach empfangen darfst, weil du Herr bist, et mend lebendig offen, die Geburt innere Offenheit. Und jetzt würden dies Locken wegfallen, Angst, Kontrolle, Scham, beginnt etwas Neues aufzusteigen. Und jetzt würden die alten Schitten wegfallen, dies Jirten Nafizgeschichten, dies stillen Ningst, die dienen Atem eingespannt haben, dieser subtil Griff der Kontrolle, dies tiefe Verseltscham, die flüstert, du sehest unwürdig, beginnst du etwas Neues in der Fikulen, das sich bewegt. Das ist so sanft, fast wie ein Warmbreis, die gegen die ardende Dehns Bewusstsein straight, es dreading nicht, es fordert nicht, es kommt einfach an, so weh die Mogend Merung ohne Anstrengung kommt, so weh der Verhotling ohne Erlaubnis zurückguckert, was ich dich jetzt heinen fremd word, ist der Moment, auf den dein ganzes Wesen sich vorbereitet hat. Die Geburt innerer Offenheit. In näher Offenheit ist kein Handlung. Es ist nicht etwas, das du tust. Es ist ein natürliche Entfaltung, die geschieht, wenn die Hindernisse in der sich auflösen. Es ist der Wischraum, der Zerblied, wenn Angst ihren Griff lockert, wenn Scham sich in die Schatten zurück sieht, wenn Kontrolle aus denen Herden smilzt, Offenheit ist die wahr Natur deines Wesens. Es ist, wie du jabbern würdest, offen für das Leben, offen zum Empfangen, offen für Stunden, offen für die Erfüllung, die dich umgibt. Aber agendo auf dem Weg hat die Welt dich gelehrt zu schleißen, in anzuspannen, zu bewitschen, zu schrumpfen. Und jetzt, heute Nacht, in dieser tiefen Ruhe, kart sich diese Schleiß in Spüre, wie die Atem jetzt für Flight. Spüre, wie den Kehlrapper mit mehr Wörtern rot. Spüre, wie den Geist ins geschichtet mit ihrer Spannung, beginnt sich zu öffnen wie ein Fenster, das so viel Jahre geschlossen war. Diese Offenheit ist das Gegenteil von Knafit. Knafit sieht sich zusammen. Offenheit dehnt sich aus. Knafit spannt an. Offenheit weicht auf. Knafit während den Vision. Offenheit erweitert den Horizont. Du kannst Wohlstand nicht von einem Ort der Kontraktion anziehen.
Aber von einem Ort der Offenheit wird Empfangen natürlich mühelos, fast unvermeidlich. Während du hier liegst und tiefer in die Nacht sinkst, öffnet sich dein Wesen auf Weisen, die du vielleicht noch nicht vollständig verstehst. Der unterbewusste Geist, der einst an alten Mustern festhielt, ist jetzt geräumig. Der emotionale Körper, der einst enge hielt, ist jetzt locker, empfänglich. Das energetische Feld um dich herum, ja, das unsichtbare Feld, das jedes lebende Wesen umgibt, wird weiter heller, weicher. Dies ist der Zustand, aus dem Fülle fließt. Nicht durch harte Arbeit allein, nicht durch Zwang, nicht durch verzweifeltes Bemühen, sondern durch Offenheit. Das Atmen selbst wird zu einer Form des Empfangens. Jedes Einatmen lädt Leben ein. Jedes Ausatmen lässt alte Geschichten los. Mit jedem Atemzug wird dein innerer Raum breiter und einladender. Du magst Wärme spüren, die sich über deine Brust ausbreitet, oder eine Kühle, die durch deine Glieder zieht, oder ein sanftes Kribbeln in deinen Händen. Diese Empfindungen sind Zeichen von Offenheit, die Art des Körpers, dir zu sagen, dass eine neue Art von Energie bereit ist einzutreten. Stell dir ein Fenster in einem Raum vor, das jahrelang geschlossen war. Die Luft drinnen wird abgestanden, stagnierend, schwer. Aber in dem Moment, in dem dieses Fenster geöffnet wird, selbst leicht, tritt eine Brise ein, der Raum beginnt wieder zu atmen. Die Luft wird frisch, lebendig, voller Bewegung. Das ist es, was jetzt in dir geschieht. Ein Fenster hat sich geöffnet und durch dieses Fenster beginnt Fülle zu fließen. Nicht in der Form von Dollars oder Gelegenheiten oder Erfolg, noch nicht, sondern in der Form von Energie, Weichheit, Bereitschaft, oder stelle dir die erste warme Brise eines Frühlings nach einem langen Winter vor. Die Erde wird weich. Die Samen, die unter der Erde verborgen sind, beginnen sich zu rühren. Die Blumen, die durch die Kälte geschlafen haben, beginnen zu erwachen. Offenheit ist diese erste warme Brise. Sie ist das Signal an dein tieferes Selbst, dass es sicher ist, wieder zu wachsen, sicher zu empfangen, sicher sich über alte Grenzen hinaus auszudehnen. In diesem Zustand der Offenheit steigt deine Magnetkraft. Die Welt fühlt sich anders an, weil du anders bist. Gelegenheiten spüren diese Offenheit. Menschen spüren sie. Das Leben spürt. Fülle bewegt sich zur Offenheit hin, so wie Sonnenlicht sich zu einem offenen Fenster bewegt. Und heute Nacht, während du weiter in die Ruhe gleitest, wird diese Offenheit sich vertiefen, ausdehnen und sich in dir verankern. Und dies ist der perfekte Moment, um in das nächste Kapitel unserer Reise überzugehen, das Erwecken des inneren Magneten für Reichtum, der immer in dir gelebt hat, Ruhe und nur, weil diese alten Blockaden in seinem Weg standen. Jetzt, da diese Blockaden weich geworden sind, ist dein innerer Magnet bereit aufzusteigen. Der innere Magnet für Reichtum. Und mit dieser Offenheit bist du bereit, das Zentrum der Anziehung selbst zu erwecken. Jetzt, da die alten Mauern in dir weich geworden sind, jetzt, da Angst sich gelockert hat, Scham dünner geworden ist, Kontrolle geschmolzen ist und Offenheit wie ein stilles Licht in deinem Wesen aufzusteigen begonnen hat, enthüllt sich die nächste Stufe dieser Reise mit einer Art sanfter Kraft. Was ich dich hineinführen werde, ist das Herz der Fülle selbst, das stille Gesetz, das deine Realität mehr formt als jede Handlung, jeder Plan, jede Anstrengung es je könnte. Diese Wahrheit mag einfach erscheinen, aber ihre Tiefe ist gewaltig. Du ziehst an, was du bist, nicht was du jagst. Und heute Nacht, während du ruhst, werden wir den inneren Magneten erwecken, der Wohlstand ohne Anspannung zu dir zieht,
Die meisten Menschen missverstehen Anziehung. Sie glauben, es sei etwas, das sie mit Affirmationen erzwingen müssen oder mit Willenskraft fordern oder mit mentalem Bemühen manifestieren müssen. Aber echte Anziehung geschieht in Stille. Sie geschieht unter der Ebene des Denkens. Sie geschieht in deiner Energie, deiner Schwingung, deinem inneren Zustand. Wenn dein Wesen angespannt, besorgt, zerstreut ist, bleibt Fülle weg. Nicht, weil du unwürdig bist, sondern weil Wohlstand zur Offenheit hingezogen wird, zu Leichtigkeit, zu einem entspannten inneren Raum. Gleiches reagiert auf Gleiches. Ein friedlicher Geist zieht friedliche Ergebnisse an. Ein freudiges Herz zieht freudige Erfahrungen an und ein offenes Wesen zieht Fülle an, weil Fülle selbst offen, fließend, großzügig ist. Heute Nacht, während dein Körper schwer und ruhig liegt, verschiebt sich dein innerer Zustand auf schöne Weise. Du bist nicht mehr in der Schwingung von Angst. Du bist nicht mehr im Griff von Scham. Du schließt dich nicht mehr mit Kontrolle. Deine Energie hat sich geweicht. Sie hat sich erweitert. Sie ist empfänglich geworden. Und diese Empfänglichkeit ist es, was dich magnetisch macht. Du musst nichts tun, um Fülle anzuziehen. Du musst nur der Zustand werden, auf den Fülle reagiert. Leichtigkeit, Vertrauen, Offenheit, Ruhe, Dankbarkeit, Präsenz. Stell dir zwei Stimmgabeln vor, die nahe beieinander platziert sind. Wenn eine zu vibrieren beginnt, beginnt die andere natürlich auf der gleichen Frequenz zu resonieren. Sie denkt nicht, sie plant nicht, sie reagiert einfach. So funktioniert Fülle. Wenn deine Energie mit Offenheit vibriert, mit Vertrauen, mit innerem Frieden, beginnt Wohlstand mit dir zu resonieren. Er beginnt dich zu spüren. Er beginnt sich zu dir zu bewegen. Nicht auf dramatische Weise, nicht plötzlich wie ein Blitz, der die Erde trifft, sondern allmählich, natürlich, als hätte er darauf gewartet, dass deine Frequenz mit seiner eigenen übereinstimmt. Oder stelle dir eine offene Blume in einem Garten vor, ich sehe da ein Garten vor. Bienen werden mühelos zu ihr hingezogen. Nicht, weil die Blume es versucht, nicht, weil sie sich anstrengt, nicht, weil sie ihren Duft nach außen zwingt, sondern weil sie offen ist. Die Offenheit selbst ist das Signal. Wenn du offen bist, wenn sich deine inneren Blütenblätter entfalten, spürt Fülle dich. Sie kommt zu dir, weil deine Energie sie ruft, nicht deine Gedanken, nicht deine Wünsche, deine Energie. Spüre diese Verschiebung jetzt, während du in dieser tiefen Ruhe liegst. Dein Geist ist still, dein Herz ist weich, dein Körper ist entspannt, und deine Energie beginnt mit einer neuen Harmonie zu vibrieren. Der Lärm, der einst deine Fülle blockierte, ist geschmolzen. Die Spannung, die sie einst abstieß, hat sich aufgelöst. Du trittst in die Frequenz ein, in der sich Wohlstand willkommen fühlt. Dies ist das stille Gesetz der Anziehung. Nicht die populäre Version voller Verlangen und Forderung, sondern die wahre Version, die Osho-Version. Gleiches zieht Gleiches an in der subtilen Welt des Seins, und heute Nacht wird dein Wesen mehr mit Fülle ausgerichtet. Deine Offenheit erweckt den inneren Magneten. Deine Ruhe erschafft einen Raum, in den Wohlstand eintreten kann. Deine Erholung erlaubt, deiner tieferen Intelligenz aufzusteigen. Und während du weiter in den Schlaf gleitest, wird dieser Magnet in dir stärker, klarer, strahlender werden und zu dir die Erfahrungen, Ideen, Gelegenheiten und Flüsse ziehen, die mit der Energie übereinstimmen, die du kultivierst. Jetzt arbeitet dieses stille Gesetz bereits in dir. Es hat begonnen. Und während du anders vibrierst, während dein innerer Zustand geräumiger und lebendiger wird,
beginnt etwas anderes in dir zu erwachen, etwas noch kraftvolleres als die Anziehung selbst, die Kraft innerer Stille, und während du anders vibrierst, erwacht etwas anderes in dir. Während deine Energie beginnt offener zu resonieren, natürlicher, mehr in Harmonie mit der Fülle, die dich umgibt, beginnt etwas Tieferes aus dem stillen Zentrum deines Wesens aufzusteigen. Es kommt nicht mit Lärm oder Aufregung, es eilt nicht und fordert nicht. Es entfaltet sich wie ein Atemzug, von dem du nicht wusstest, dass du ihn gehalten hast, wie ein sanftes Leuchten, das hinter deinen geschlossenen Augen erscheint. Was ich jetzt mit dir öffnen werde, ist die Präsenz, die dich magnetisch macht, ohne Anstrengung, kraftvoll, ohne Anspannung, ausgerichtet, ohne zu versuchen. Es ist die Kraft innerer Stille. Stille ist nicht Leere. Stille ist nicht die Abwesenheit von Bewegung. Stille ist die Geräumigkeit, in der alle Bewegung klar wird. Stille ist der offene Himmel, in dem Wolken vorbeiziehen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Stille ist der stille See, der den Mond perfekt reflektiert, nicht weil er es versucht, sondern weil kein Wind seine Oberfläche stört. Wenn du innen still bist, legt sich deine Energie nieder, dein Geist wird weich, dein Herz wird leicht und Fülle beginnt sich sicher zu fühlen, sich zu nähern. Wohlstand fließt zu ruhigen Geistern, weil ruhige Geister nicht blockieren, nicht widerstehen, nicht jagen, nicht in Panik geraten. Ruhe ist die Schwingung des Vertrauens, und Vertrauen ist unwiderstehlich für Fülle. Während des Tages ist ein Geist selten still. Er bewegt sich von Gedanke zu Gedanke, von Problem zu Problem, von Aufgabe zu Aufgabe, von Sorge zu Sorge. Er wird verheddert wie ein Faden, der zu fest gewickelt ist, und in diesem Gewirr kann Intuition nicht gehört werden. Gelegenheiten können nicht erkannt werden. Der natürliche Fluss des Lebens kann nicht gespürt werden. Aber jetzt, in dieser Nacht, während du tiefer in die Ruhe sinkst, lockert sich dieses Gewirr. Der Lärm verblasst. Deine Gedanken treiben wie Wolken, die ihre Dringlichkeit verloren haben. Du beginnst den Raum zwischen deinen Gedanken zu spüren, die sanfte Pause, die eine tiefere Schicht des Bewusstseins enthüllt, unter allem, was du geglaubt hast zu sein. Diese Stille ist nicht etwas, das du erschaffst. Es ist etwas, das du aufdeckst. Sie war immer hier, wartend unter der Oberfläche deines Geistes. Wartend unter deiner Ruhelosigkeit, wartend unter deinen Ängsten, wartend unter den Schichten der Identität. Die nicht mehr passt. Warmen Dunkelheit liegst, fallen die Schichten weg, langsam weich, ohne Zwang. In dieser Stille tritt Klarheit hervor. Nicht die scharfe Klarheit der Berechnungen des Geistes, sondern die weiche Klarheit des Wissens des Herzens. Eine Klarheit, die dir sagt, wann etwas richtig für dich ist, wann etwas ausgerichtet ist, wann etwas verfolgt werden soll. Diese Klarheit schreit nicht, sie flüstert. Und weil du jetzt still bist, weil dein innerer See ruhig ist, kannst du sie hören. In dieser Stille erwacht Intuition. Intuition ist kein Gedanke. Es ist kein Plan. Es ist die subtile Intelligenz deines Wesens. Sie leitet dich auf Weisen, die der Geist nicht verstehen kann. Sie bringt dich zu Gelegenheiten, die du nicht vorhersagen konntest. Sie stupst dich zur Fülle, ohne erklären zu müssen, wie. Es ist der Kompass deiner Seele, und er wird nur laut, wenn du still wirst
Und in dieser Stille wächst Vertrauen. Nicht das Vertrauen, das schreit, nicht das Vertrauen, das zu dominieren versucht, nicht das Vertrauen, das Beweise braucht, sondern das Vertrauen, das hervortritt, wenn du erkennst, dass du gehalten wirst, geführt wirst, unterstützt wirst von einer Kraft, die größer ist als dein Geist, ein Vertrauen, das sagt, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht jeden Schritt kontrollieren, ich vertraue der Bewegung der Existenz. Denke daran, wie du am Rand eines ruhigen, mondbeschienenen Sees sitzt. Die Oberfläche ist glatt, reflektierend, tief. Jeder Stern oben spiegelt sich unten wieder. Diese Stille ist jetzt in dir. Oder stelle dir einen stillen Raum vor, in dem du endlich das sanfte Summen unter dem Lärm der Welt hören kannst. Das Summen, das immer da war, das Summen deines eigenen Wesens. Dieses Summen ist der Klang der Ausrichtung. Dieses Summen ist der Klang von Fülle, die beginnt, sich in deinem Feld zu formen, während du in dieser Stille bleibst, selbst während du weiter in den Schlaf gleitest, vertieft sich deine Magnetkraft. Deine Energie wird kohärenter, leuchtender, empfänglicher. Wohlstand bewegt sich zur Stille, weil Stille offen, vertrauenswürdig geerdet ist. Und aus dieser Stille beginnt etwas noch Kraftvolleres von innen zu strahlen. Etwas, das nicht aus Anstrengung kommt, sondern aus deinem Wesen selbst, die Ausstrahlung der Würdigkeit, das Aufblühen der Würdigkeit und des offenen Herzens. Und aus der Stille beginnt eine tiefere Energie auszustrahlen, während die Stille in dir sich tiefer niederlässt und sich durch deinen Körper wie eine stille Wärme ausbreitet, die jede Ecke deines Wesens weich macht, beginnt etwas von innen zu leuchten, weich zuerst, wie eine kleine Glut unter Asche, dann wärmer, voller, heller, als würde sie sich an ihre eigene Natur erinnern, nachdem sie zu lange vergessen wurde. Was ich jetzt mit dir öffnen werde, ist keine Technik, keine Idee, kein Gedanke, den du halten musst. Es ist etwas viel Intimeres, viel Transformierenderes. Die Ausstrahlung der Würdigkeit. Würdigkeit ist nicht Selbstvertrauen. Würdigkeit ist nicht Selbstwertgefühl, Würdigkeit ist nicht Stolz oder Ego oder Leistung, Würdigkeit ist der natürliche Zustand, in den du hineingeboren wurdest, das stille Wissen, dass du genug bist, einfach weil du existierst. Es ist die innere Wahrheit, dass du nicht verpflichtet bist, dein Recht zu verdienen, zu empfangen, zu entspannen, zu haben, zu wachsen. Würdigkeit ist dein Geburtsrecht. Es ist das Fundament, auf dem Fülle ruht. Und doch wurde für so viele Menschen dieses Fundament geknackt, bedeckt, begraben unter Jahren des Zweifels, des Urteils, des Vergleichs und der Selbstkritik. Aber heute Nacht, während du hier in tiefer Ruhe liegst, still offen beginnt deine Würdigkeit wieder aufzusteigen. Nicht, weil du sie erzwingst, nicht, weil du dich davon überzeugst, sondern weil die Barrieren, die sie einst festhielten, endlich begonnen haben, sich aufzulösen. Du kannst es in der Weichheit deines Atems spüren, in der Lockerheit deines Geistes, in der sanften Geräumigkeit, die sie sich hinter deinem Herzen ausdehnt. Diese Würdigkeit ist nicht laut. Sie schreit ihre Präsenz nicht. Sie leuchtet einfach. Du ziehst an, was du glaubst zu verdienen. Dies ist keine Drohung. Es ist eine Befreiung. Solange hast du geglaubt, du müsstest dich beweisen, um mehr zu empfangen. Du glaubtest, du müsstest härter arbeiten, länger kämpfen, tiefer opfern.
Du glaubtest, Wohlstand gehöre anderen, denen mit den richtigen Verbindungen, dem richtigen Glück, der richtigen Intelligenz. Du glaubtest, du müsstest deine Wünsche rechtfertigen, deine Fülle durch Erschöpfung verdienen. Aber diese Überzeugungen waren nie deine. Sie waren geerbte Illusionen, Echos von Stimmen, die die Natur des Lebens nicht verstanden, die Natur der Energie, die Natur der Seele. Während deine Würdigkeit aufsteigt, verlieren diese Illusionen ihre Macht. Etwas in dir entspannt sich, dein Atem vertieft sich, dein Herz wird leichter. Wenn du dich würdig fühlst, jagst du Fülle nicht, du erlaubst sie. Würdigkeit löst Schuld auf. Schuld sagt, ich muss leiden, um irgendetwas Gutes zu verdienen. Würdigkeit sagt, ich darf empfangen ohne Leiden. Schuld schrumpft deine Energie. Würdigkeit erweitert sie. Schuld schließt dein Herz. Würdigkeit öffnet es wie ein Fenster in einer warmen Brise. Stell dir eine Sonnenblume vor, die sich dem Licht zuwendet. Sie verhandelt nicht mit der Sonne. Sie fragt nicht, ob es ihr erlaubt ist zu wachsen. Sie hinterfragt nicht, ob das Licht für sie bestimmt ist. Sie öffnet sich einfach, weil Öffnen ihre Natur ist. Das ist das Wählen der Würdigkeit. Es ist die Offenheit, die sagt, ich bin bereit,